Heute gibt es eine Kurzgeschichte über das Thema Kantine. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Heute gibt es für euch eine Kurzgeschichte zum Thema Kantine. Ich lese vor, ihr könnt euch zurücklehnen und einfach zuhören. Los geht's. Kommst du mit in die Kantine Mittagspause machen? Heute ist Waffeltag, sagt meine Kollegin. Ich zögere einen Moment, weil ich keinen sehr großen Hunger habe. Allerdings habe ich Lust auf ihre Gesellschaft und Waffeln abzulehnen wäre auch irgendwie doof. Ich sage, ja, mit dir immer gerne. Wann? Sie sagt, lass uns 11:45 runtergehen. Dann haben die meisten schon etwas geholt und wir müssen nicht lange anstehen. 11:10 klopft es an meiner Tür und ich höre Waffeln. Ich lache, stehe auf, nehme meine Tasche und wir gehen zusammen runter in die Betriebskantine. Unten angekommen duftet es nach Waffeln und Schnitzel und ich glaube auch Pommes. Wir stellen uns an die Schlange an und schauen an der langen Vitrine, was es alles gibt. Es gibt Knödel, Rotkohl, Spargel, Schnitzel, Salat, Spaghetti mit Tomatensoße oder mit Käsesoße, Erbsen und Möhren, Kartoffeln, Braten, Currywurst, Pizza und Pommes. Alles sieht fantastisch aus. Dahinter gibt es den Nachtisch. Da gibt es Kuchen, Eis, Pudding in Schoko oder Vanille, Joghurt mit Beeren und Waffeln. Waffeln mit Sahne, Eis, Früchten, Schokolade oder mit Grütze. Grütze ist aus Beeren und sehr, sehr lecker. Meine Kollegin sagt zu mir, lass uns erst etwas Richtiges essen und danach nochmal eine Waffel bestellen, damit sie noch warm ist. Ich finde diese Idee natürlich sehr gut. Meine Kollegin ist zuerst dran und sagt dem Mann hinter der Kasse, was sie möchte. Sie bestellt Spaghetti mit Käse und eine hausgemachte Rhabarberschorle, also Rhabarbersaft mit Sprudelwasser. Er legt alles in kürzester Zeit auf den Teller und stellt es hin. In der Zwischenzeit fragt mich ein anderer Mann hinter der Theke, was ich möchte. Ich sage, ich möchte bitte Knödel mit Braten und dazu Erbsen. Wenn es geht, aber bitte keine große Portion. Danach muss noch eine Waffel in meinen Bauch passen. Er lacht und sagt, das bekommen wir hin. Meine Kollegin hat schon bezahlt und nimmt ihr Tablett in die Hand. Sie sagt, ich suche uns schon mal einen schönen Platz. Ich nicke und der nette Mann stellt mein Tablett mit dem Teller vor mich hin. Was möchten Sie denn trinken? Fragt er. Ich sage, einen frisch gepressten Orangensaft bitte. 15 Sekunden später steht auch schon das Glas auf dem Tablett und ich halte meine Karte an ein Gerät, damit das Geld abgebucht werden kann. Wir können diese Karte mit Geld aufladen und dann damit ganz praktisch in der Kantine bezahlen. Ich bezahle 5,90 € für alles. Es ist wirklich günstig und lecker. Ich nehme das Tablett und balanciere es vor mir her.
Ich sehe meine Kollegin an einem Tisch am Fenster sitzen und lächle, sie winkt. Am Tisch angekommen, stelle ich alles auf den Tisch und setze mich hin. Wir essen gemütlich und haben mehr Hunger, als wir dachten. Nach 10 Minuten haben wir aufgegessen und schauen uns tief in die Augen. Ich frage, bist du bereit? Sie sagt, bereit. Wir nehmen unsere Tabletts mit dem Geschirr und bringen es zu einem Wagen, in das jeder seine Sachen selbst einräumen muss. Wir gehen langsam zur Kasse und der Mann, der mich vorhin bediente, sagt, Waffel? Wir sagen, ja. Er macht sie ganz frisch in einem Waffeleisen und fragt, was wir darauf haben möchten. Meine Kollegin wünscht sich rote Grütze und Sahne. Viel Sahne. Er nimmt die Waffel aus dem Gerät und macht wirklich viel Sahne und Grütze drauf. Die Waffeln könnten auf dem Teller schwimmen. Genau so hatte sie es sich vorgestellt. Ich sage zu ihm, ich kann mich irgendwie nicht richtig entscheiden. Er sagt, ich habe noch bunte Schokoladenlinsen. Möchten Sie die? Ich, ja, absolut. Mit Schoko- und Vanillesoße bitte. Er, keine Sahne? Ich, doch, Sahne. Natürlich. In Gedanken sehe ich mich beim Zahnarzt sitzen, weil der Zuckergehalt der Waffel meine Zähne zerstören wird. Egal, ich bin gut versichert, denke ich, und der Zahnarztgedanke verschwindet unverzüglich. Wir schnappen uns unsere Waffel und gehen zurück zum Tisch. Der Tisch, an dem wir vorhin saßen, ist zum Glück noch frei. Wir nehmen Platz und schneiden gleichzeitig ein Stück Waffel ab. Wir gucken das Stück auf der Gabel verliebt an und essen es. Wie kann etwas nur so lecker sein, sagt meine Kollegin. Ich sage, das macht unsere Geschäftsführerin bestimmt extra, damit wir nicht krank werden und zu Hause bleiben oder vielleicht damit wir nicht kündigen. Die Waffeln sollen uns immer herlocken. Nach weiteren 10 Minuten bringen wir unsere Teller zum Geschirrwagen und gehen zurück ins Büro. Völlig vollgefressen und müde, aber glücklich. Ende. Das war's schon wieder für heute. Abonniert sehr, sehr, sehr gerne den Kanal. Es wird noch ganz viele Kurzgeschichten für euch geben. Es war schön mit euch. Habt noch einen wunderschönen Tag. Kommentiert gerne, teilt das Video. Alles. Wir sehen uns. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.